Hallo, ich bin Andreas und ich möchte euch heute meine Villa Larix zeigen. Kommt rein. Also das ist die Küche der Villa Larix und ist eben auch eine Vollholzküche. Ich habe im ganzen Haus alle Bauteile, die jetzt belastet werden, wie solche Schrankwände oder Küchenarbeitsplatten aus Eiche gebaut. Und das sieht man eben hier auch. Und hier sind halt meine Gewürze zum Beispiel. Oder ja, Mehl habe ich hier drin. Hier ist das ganze Geschirr. Hier sind die Tassen. Und es ist eben alles, was man in normaler Küche auch hat. Eine Spüle, dann mit den Müllauszügen, die habe ich hier unten. Und natürlich einen Kühlschrank. Das ist ja auch ganz wichtig. Und das sind noch so ein paar Auszüge, wo ich die Elektrogeräte jetzt habe. Eine Kaffeemaschine, noch so einen Mixer. Und weiter oben ist dann, hier sind die Töpfe. Und hier habe ich mein Geschirr. Genau. Ja, und das ist eben noch ein ganz normaler Herd mit einem Backofen darunter. Also die erste Idee war so in der Berufsschule, als ich meine Tischlerausbildung angefangen habe. Und da war das hauptsächlich so mit Freunden zusammen. Wir haben da also natürlich über verschiedenste Sachen im im Holzbereich geredet. Und es war halt so immer die Frage, wie man so nachhaltig leben kann und trotzdem mobil ist. Das war halt vor 6 Jahren, glaube ich, 2014 oder so, genau, ging das los. Und dann war halt immer noch so die Problematik, wie man halt auch noch viel Holz verarbeiten kann, was ja auch ein bisschen schwerer ist und so. Und so haben sich also die ersten Ideen um ein eigenes kleines Holzhaus entwickelt. Und ja, dann wurde das halt immer weiter verfeinert. Die Ausbildung ging ja dann 3 Jahre. Nachher hatte ich dann ein Studium in Rosenheim in Bayern eben angefangen. Und die sind natürlich prädestiniert für den Holzbau. Und da habe ich eben auch Holztechnik studiert, sodass ich da auch einiges mitnehmen konnte. Und 2018, ja, ich glaube 2018 habe ich dann das Studium abgebrochen, bin zurück zu uns in die Familienfirma. Also wir haben eine Tischlerei. Und habe da eben mitgeholfen und dann ja, ergab sich die Zeit dadurch dann auch das Wissen und auch die Möglichkeiten in der eigenen Tischlerei das Haus dann selber bauen zu können. Also das ist eben so ein Kombi-Dampfgarät, ist ziemlich cool, ist von Miele eben auch und hat mir eben so ein befreundeter Tischler auch ja, mehr oder weniger besorgt und man kann eben ganz normale Umluft, Ober-Unterhitze einstellen, aber eben auch Dampfgarn. Das ist eben ganz schön, gerade für Gemüse und so, das schmeckt schon ziemlich gut. Und ja, dann dazu gibt es eben noch so ein bisschen, ich will jetzt keine Werbung machen für Miele oder so, aber es macht einfach Spaß, damit was zuzubereiten. Also das Schlafzimmer ist natürlich hier hinten, wie man ganz gut sehen kann. Und es ist eben Doppelbett und dahinter diese Wand, die hebt sich so ein bisschen von den Seitenwänden ab. Und es liegt daran, dass es Zirbenholz ist. Und Zirbenholz soll ja für einen guten Schlaf berüchtigt sein. Und deswegen wollte ich das eben auch austesten. Und diese ganzen Wände sind eben so aus 20 cm massivem Holz. Und es kommt nicht nur die Zirbe, sondern eben auch die Fichte, die man an den anderen Seitenwänden sieht, alles aus dem Schwarzwald. Das ist eben Deutschland, ist ein Stück weiter, aber dafür habe ich eben ja, diese Bauteile so, wie ich es haben wollte, vorgefertigt bekommen. Also ich habe da quasi nur Holz, diese Firma, die man da an der Wand sieht, gebeten, diese Teile so vorzubereiten. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man es zusammenbaut. Also Zirbenholz hat eben viele ätherische Öle. Und das ist eben das, was man riecht. Und wenn man reinkommt, riecht man das sofort. Und im Speziellen, wenn man sich daran legt oder daran riecht, dann ist das einfach ein wohltuender Geruch. Und man sagt, es würde zum Beispiel den Herzschlag senken in der Nacht und damit ist man natürlich erholter. Ich selber kann für mich feststellen, dass ich hier sehr gut schlafe und ich schlafe eben auch sehr gern hier im Vergleich zu den anderen Wohnungen oder Häusern, wo ich vorher gelebt habe. Und ich kann aber das natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen belegen, dass es wirklich so wäre. Und es gibt, glaube ich, auch keine richtigen Studien oder so, da widersprechen sich viele. Und deswegen, es soll so sein. Und für mich ist es bewiesen, dass ich hier am besten schlafen kann von allen meinen Schlafgelegenheiten. Aber ich kann es jetzt nicht bewerten.
das hier hinten fühlt sich eben extrem schön weich an. Das ist eben ein Fell von der Tischlerei, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Und es war ein Muster, wäre dann eben weggeworfen worden. Und da habe ich es eben mitgenommen und dann so ein bisschen umgebaut, sodass man jetzt hier noch wie so ein kleines Geheimfach hat. Jetzt stehen hier halt nur so ein paar Bücher drin, die ich ganz cool finde. Aber im Prinzip fühlt es sich eben schön an und füllt die Wand so ein bisschen mit Leben. Ich dachte anfangs auch da ein Bild hinzumachen, aber so ist es irgendwie schöner und wie gesagt auch beim Schlafen und so fühlt es sich einfach schön an. Also das Anliegen war ja immer was Einfaches zu bauen, so einfach wie möglich und so schwierig wie nötig. Und ich finde, und das bestätigen auch die allermeisten Menschen, auch in den skandinavischen Ländern oder in den alpinen Ländern, der Holzbau ist eben das, wo sich der Mensch am schönsten darin wohlfühlt. Er ist ganz einfach zu verarbeiten, er ist überall vorhanden und deswegen habe ich mich halt für so einen massiven Holzbau entschieden. Und das sind jetzt 20 cm massive Holzwände, die einfach nur mit Holzschrauben verbunden sind. Also es ist nur Holz und das ist eigentlich das Faszinierende an der Wand. Und man hat trotzdem wie jetzt aktuell ein ganz schönes Wohnklima drin, obwohl es draußen um die 0 Grad sind. So, und das ist eben dieser Riesenvorteil. Und Holz ist nun mal der natürliche CO2-Speicher schlechthin. Weltweit wird ja Holz in Bäumen oder in Wäldern gespeichert. Es ist einer oder der größte natürliche CO2-Speicher. Und wenn man Holz verarbeitet und das in Bauprojekten zum Beispiel unterbringt, wo es dann 100 Jahre oder Häuser werden ja auch deutlich älter, wir haben ja auch Holzhäuser, die über 500 Jahre alt sind, lagern kann, so speichert man halt aktiv CO2. Das wäre also jetzt hier der Fall. Und ich finde es immer wieder spannend, sich so zu verdeutlichen, wie viel denn das alles so ist. Und dahingehend fand ich diesen Vergleich so schön mit der Masse. Also ich habe jetzt 10 Kubikmeter reines Holz verarbeitet. Und das wiegt ungefähr 5 Tonnen, dieses Holz. Und das sind also 5 Tonnen CO2, die ich aus der Luft speichere. Und diese 5 Tonnen haben sich die Bäume irgendwann mal im Laufe ihres Lebens aus der Luft geholt und sind dadurch gewachsen. Und jetzt kann ich sie halt hier drin speichern und in schönen Nutzen dabei schön wohnen. So, und diese 5 Tonnen ist so eine Zahl, die ein Flugzeug verbraucht, wenn es von Europa nach Amerika fliegt, durch den Verbrauch von Kerosin. Also kann man sich das mal verdeutlichen, wie viel CO2 da in die Umwelt geblasen wird und wie viel gerade mal in so einem schönen Wohnhaus gespeichert ist. Also ist einfach nur, habe ich mal so mitbekommen und ich fand es immer ganz interessant, um das so auch Freunden zu verdeutlichen, was das denn ist, wie viele Tonnen und wie viel CO2 und so. Deswegen habe ich immer den Vergleich so gern gehabt. Also das sind die Ausziehbänke, die ich eben mit so einem Leinenstoff von einem Polsterer auch bei uns aus der Region belegen lassen habe. Und das kann man dann natürlich auch hochklappen. Also gut, jetzt habe ich hier noch Bettwäsche, Handtücher und so drin. Und man kann aber auch beide in der Mitte zusammenstellen, sodass man noch ein Bett hat. Oder beide ausziehen, sodass man auch ohne Probleme zu viert eben hier essen kann. Oder wenn Freunde da sind, einfach so am Tisch sitzen kann. Das ist eben der Vorteil von den Auszügen. Und wenn man sie natürlich einschiebt, wie so, fällt es eben überhaupt nicht mehr auf. Und das war mir eben wichtig, dass das Haus eben ganz einfach ist, klare Linien und Kanten, dass es eben wirklich eine einfache Optik hat oder Struktur. Und so fühlt es sich für mich einfach am schönsten an. Ist ja jeder Mensch anders. Der eine braucht es halt bunt und rund und eckig. Und ich wollte es halt ganz klare Linien haben. Und so kann man eben dann auch am Ende den Tisch abziehen, einklappen, hier oben dran machen. Kann ich ja nochmal schnell machen. Das wird dann so verschlossen und ist dann also einmal, wenn man den Platz in der Mitte braucht für irgendwas oder für den Transport, wenn man das Haus dann einfach woanders hinfährt, dann ist es gleich verschlossen, der Tisch kann eben nicht abfallen und alles, was drin liegt, kann natürlich auch nicht runterfallen. Das ist eben der Vorteil an der Konstruktion. Genau, und hier unten sind halt jetzt noch so ein paar Spiele drin. Ich habe gemerkt, dass ich viel zu viel Platz hier drin habe.
Also ganz viele Stauräume. Auch unter dem Bett habe ich auch noch einen Stauraum, den ich eigentlich immer noch leer habe. Ich dachte immer, ich mache da nochmal Bettwäsche rein, aber so viel hat man gar nicht. Und im Kleiderschrank sind halt so noch die anderen Sachen und dann wollte ich einfach versuchen, so viel wie möglich, was ich halt nicht brauche, auch einfach draußen zu lassen, in meiner alten Wohnung oder in meinem Elternhaus noch, was ich einfach nie benötige und deswegen ist es jetzt eigentlich doch noch geräumig und es wäre noch genug Platz. Ich glaube, seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag 2019, da habe ich das erste Mal dann richtig fertig eingerichtet im eigenen Bett geschlafen. Genau. Und dann ist es ja weiter auf Reisen gegangen, das Haus, also hierher von der Tischlerei, wo ich es gebaut habe, in dieses Dorf hier, Oberkunnersdorf. Und das war dann ein Vierteljahr später, dann im Mai, 15. Mai ist es dann hierher gekommen. Ich habe diesen Standort hier schon immer gern gehabt, weil hier ein Freibad direkt daneben ist. Dahinter ist ein schöner Berg, wo man wandern gehen kann, mit einer schönen Aussicht. Und das Dorf Oberkunnersdorf, wo es eben steht, ist eins der schönsten Dörfer Deutschlands, wurde auch da ausgezeichnet. Und deswegen gibt es so viele Sachen, die mich an dem Standort hier sehr begeistert haben. Und so habe ich dann eben dem Bürgermeister, mit dem ich damals über 3 Ecken eine Bekanntschaft hatte und was zusammen gemacht habe, denen so meine ersten Ideen vorgestellt. Und als es dann eben fertig war, habe ich ihn eingeladen, das gezeigt und darum gebeten, dass ich es hier hinstellen darf. Und so steht es jetzt mehr oder weniger auf kommunalen Grund und Boden mit der Genehmigung der Gemeinde eben. Also aktuell habe ich Wasser- und Stromanschluss von der Gemeinde. Über das Freibad beziehe ich das. Und Abwasser ist so, dass ich eben Grauwasser habe, was ganz normal in die Umwelt fließt. Und Schwarzwasser, was ich eben, also Fäkalien kompostiere ich eben. Und so kann ich eben auch dieses Problem da lösen. Genau, und das ist dann hier die Hebeschiebetür, mit der man dann einfach rausgehen kann. Ich habe da auch noch in der Werkstatt so eine Brücke liegen, weil ich eigentlich immer hier oben dann essen wollte oder mal grillen oder so mit Freunden. Und es ist einfach richtig schön, gerade im Frühjahr, als da hinten eben das Rapsfeld blühte, dann sah es eben sehr schön aus. Und aktuell habe ich einfach die Brücke noch nicht aufgestellt, weil ich hier oben immer noch so Erde habe und ich bin das ganze Jahr dabei gewesen, das noch so ein bisschen aufzusehen, dass da Gras wächst, sodass man dann eben auch da sitzen kann, weil jetzt würde man eben nur den Dreck von draußen in den Wohnbereich eintragen und deswegen gibt es da jetzt die Brücke auch noch nicht, ist noch nicht fertig installiert. Im Elternhaus ist es doppelt so groß, aber man braucht trotzdem nicht mehr. So, und das ist jetzt eigentlich der Kleiderschrank. Hier oben sind halt so, ja, die Klamotten, unten hier habe ich die Unterwäsche und Socken und so. Und ja, hier ist noch ein bisschen eine Verpackung und das ist leer noch. Genau, und auf der anderen Seite habe ich aber dann die Schuhe. Die sind dann eigentlich immer hier drin. Also ich habe nur meine Laufschuhe und meine Alltagsschuhe. Und hier oben sind dann halt die Jacken. Und das ist so der klassische Taschenentleerer, das wollte ich eben haben. Das ist zwar nicht so schön aufgeräumt am Ende, aber dafür ist es halt sehr komfortabel. Kann sofort alles, was man so mitbringt oder in den Hosentaschen hat, direkt abwerfen. Also grundsätzlich habe ich ja schon das Anliegen, dass ich dieses Holzbauen auf kleinen Räumen, dass man halt nicht eine 300 Quadratmeter Villa braucht, versuche eben den Menschen nahe zu bringen. Und mein Hauptziel ist ja eigentlich, dass ich in diesem Haus autark leben kann. Und deswegen habe ich eben einige Messgeräte, also Strommessgeräte, Wassermessgeräte und so, Luftmessgeräte. Und ich hatte halt als kleinen Austausch für diesen Stellplatz anfangs der Gemeinde das Recht gegeben, dass man hier also auch Menschen einquartieren kann, weil die eben auch ein bisschen Werbung machen wollten für ihren Ort und die wollten eben gerne Besucher herlocken. Und so haben wir also den ersten Monat für Corona-betroffene Künstler das kostenfrei zur Verfügung gestellt, dass also die Gemeinde ein bisschen einen Werbeeffekt hat, die Menschen halt aus den Städten, also wir hatten dann welche aus Döbeln, glaube ich, als Gäste da oder also Leipziger Region
Und ja, dann kam halt immer mehr Nachfrage, ob sie nicht auch mal drin schlafen können oder ob man das nicht auch jemand schenken kann. Und dann dachte ich, ja, ist eigentlich ganz schön, wenn ich viele Menschen drin habe, habe ich halt auch ein Beieffekt, dass ich realistische Verbräuche habe. Wasserverbrauch, Stromverbrauch wird eben realistisch über verschiedene Menschen eben abgedeckt und dargestellt. Und ich habe eben auch das Feedback, was man eben so verbessern kann, weil für mich war halt klar, dass das Bett jetzt so breit ist und so lang, wie ich es haben will, weil ich das so für mich haben wollte. Aber es hat sich halt jetzt gezeigt, dass es zu zweit doch ganz schön eng ist. Und das sind halt alles so Sachen, die man dann eben gerade in der Nutzung mit anderen dann irgendwie rausfindet oder wenn man Leute, und so hatte ich es dann eben über Airbnb vermietet im Sommer und es war halt relativ gut vermietet, weil ganz viel Nachfrage war. Das ist der Technikschrank. Ich habe eben versucht, alles, was man so braucht, unterzubringen und noch ein paar Willkommensgeschenke. Genau, mit Wasserfilter, einem Warmwasserboiler. Dann habe ich die Elektrik mit den Strommessgeräten und jetzt auch mit diesem, wie nennt man das, mobiles Internetgerät. Auch die Möglichkeit, eben WLAN anzuschalten oder ja, stationär mit dem Kabel halt sich mit dem Internet und mit der weiten Welt verbinden zu können. Hier wäre noch die ganze Elektrik und das sind eben diese Lichtschalter, die man einfach durchs Drüberfahren an- und ausschalten kann und wenn man gedrückt hält, dimmt es die. Anfangs hatte ich diese Aufkleber nicht drauf, aber dann hat man es halt nicht mehr gefunden und deswegen habe ich die wieder draufgeklebt und wenn man jetzt eben drüber fährt, kann man an- und ausschalten oder wenn man die Hand eben drauf hält, wird es heruntergedimmt oder beim nochmaligen Drücken wieder nach oben gedimmt, wieder heller. Und dann habe ich hier noch so einen Luftsensor, der zeigt mir eben immer die Luftqualität an. Ich wollte das mal zum Nachprüfen haben, wie viel Temperatur, Luftfeuchte und CO2-Gehalt permanent in der Luft ist, weil ich, wie gesagt, will, dass es wirklich wohngesund ist und deswegen braucht man ja irgendein Messgerät, mit dem man es nachvollziehen kann. Und das Gerät daneben ist einfach das Thermostat, mit dem man dann zum Beispiel eine Temperatur einstellen kann oder einen Tages-Wochenzyklus, wenn man das will, oder Frostschutz, je nachdem, was man halt so braucht. Und der schaltet dann eben die elektrischen Heizkörper an. Hier oben ist eben so ein Infrarotheizkörper, den ich in so ein Deckenpanel eingefräst habe. Das ist eben auch Lärche und sieht ganz schön aus, so mit dieser Baumkante und dieser Struktur, die ganz natürlich den Wuchs des Baumes eben widerspiegelt. Das gefällt mir eben sehr gut und indirekt dann natürlich beleuchtet. Also im Winter habe ich eigentlich eine Begleitheizung vorgesehen. Dann macht man also wie ein Stromkabel um die Wasserleitung, sodass man dann das Kabel oder den Schlauch immer beheizen kann, wenn Minusgrade kommen. Und so habe ich das hier auch vorgesehen. Bloß das Problem ist, dass die Wasserleitung zu lang ist, sodass ich es aktuell hier in der Situation nicht schaffe, über 50 Meter Wasserschlauch alles zu beheizen. Also jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, auf so eine klassische Camperlösung mit einem Wassertank, wo ich mir dann einfach Frischwasser immer wieder zum Kochen oder zum Zähneputzen und so nehmen kann. Und das muss ich jetzt austesten. Wir sind ja gerade in der Zeit, wo Frost kommt und jetzt muss ich einfach Lösungen finden für das Problem. Aktuell läuft ja das Wasser noch und wieder und jetzt muss ich sehen, wie lange es noch funktioniert. Also letztes Jahr hatte ich es ja auch schon seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag und es gab halt nie so richtig kalte Temperaturen, sodass ich da immer mal auf dem Tischlereigelände Wasser angedreht habe und in diesen Warmwasserboiler passen ja 50 Liter rein. Den kann ich dann also darin speichern und diese 50 Liter kann ich dann erstmal verarbeiten. Und wenn dann Frost kommt und man kann dann 2 Tage kein Wasser zufließen lassen, weil die Leitungen gefroren sind, müsste man das Wasser also ganz normal abdrehen. Und wenn die wieder eine wärmere Zeit ist, könnte ich die 50 Liter wieder in das Haus bringen und dann werden sie wieder ganz normal im Warmwasserboiler gespeichert. Das ist eine Möglichkeit, die ich nach wie vor noch habe. Also das ist der Zutritt zum Bad und hier habe ich eben eine Trockentrenntoilette verbaut, die
habe ich jetzt extra auch nochmal sauber gemacht und ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man natürlich Fäkalien, also Schwarzwasser, vom normalen Dusch- oder Küchenwasser trennt. Und durch diese Trennung schafft man es einfach, dass man keinen Abwasseranschluss im klassischen Sinne mit Kanalisation benötigt. Und das kann ich jetzt ganz normal eben recyceln, indem man es kompostiert. Ich habe eben einen Komposter draußen stehen, wo ich das einfach immer drauf gebe mit den Küchenabfällen, also Bioabfällen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich stehe jetzt seit einem halben Jahr hier und bin mal gespannt, wie dann das so in einem Jahr aussieht. Genau. Und hier ist dann einfach noch der Heizkörper, so ein Handtuch-Heizkörper, wird auch mit über das Thermostat mit gesteuert. Ja, und hier ist so dieser ganz normale Waschbereich, ein Waschtisch, der jetzt aus so einem versteinerten Holz besteht. Also ist auch das Waschbecken aus Holz, auch wenn es mittlerweile eben mineralisiert ist. Und das passt eigentlich ganz gut dazu, gefällt mir eben sehr gut. Und wie diese Eichenplatte ist zum Beispiel auch hier aus dem Oberlausitzer Wald, ein Stück Eiche, den wir mal vor ein paar Jahren gefällt haben. Das finde ich eben auch sehr schön. Und darunter ist dann eben der Schrank für die ganzen Verbrauchsmittel, Handtücher, Toilettenpapier, Föhn habe ich hier eben, was man halt so im Bad braucht. Die Dusche ist so eigentlich nicht zu begehen, normalerweise von der anderen Seite dann. Aber ich kann die ja mal so aufmachen. Das ist eben jetzt die Dusche mit so einem Granit. Der kommt aus Bayern, Bayerwaldgranit. Und ja, hat auch so unser Steinmetz besorgt, ist aber echt schön und natürlich sehr pflegeleicht und sieht eben auch sehr schön aus. Genauso wie der Stein im Eingangsbereich als Garderobe, sodass man da auch immer wischen kann, wo die dreckigen Schuhe dann abgestellt werden. Und der Vorteil eigentlich bei der Konstruktion ist, dass man die Dusche komplett einfahren kann und so nimmt sie also kaum Platz weg und man kann sich eben ganz normal hier bewegen und dann eben auch sich normal waschen, wie man es halt gewohnt ist. Wenn die Dusche offen wäre oder so eine Schiebedusche, dann wäre das eben nicht gegangen. Und so ist das jetzt der Vorteil an der Geschichte. Und hier hinten sieht man eben den Lehmputz. Also wenn ich hier so dagegen spritze, ist halt immer, sieht man das so schön, weil es ist wirklich nur Lehm mit so einer Lehmfarbe. Das wollte ich eben auch immer mal ausprobieren. Hat ihm auch Spaß gemacht beim Dranmachen, aber man sieht eben auch handwerklich, dass ich es noch nie vorher gemacht habe. Und der Vorteil ist eben tatsächlich, dass ich eigentlich nie den Spiegel beschlagen habe. Auch wenn man lange warm duscht, ist der Spiegel nicht beschlagen. Das ist echt faszinierend. Ich habe das nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich so. Und ich vermute einfach, dass es durch das Holz und eben auch durch den Lehmputz kommt. Also dass das einfach die Luftfeuchte sofort eben aufnimmt. Man sieht es ja hier auch, die ganzen Punkte ist alles schon weg, weil das einfach so schnell aufgesogen wird. Und die Luftfeuchte ist eigentlich permanent, seitdem ich eben drin bin und seitdem ich das Haus stehen habe und fertig habe, immer bei um die 50% Luftfeuchte. Und das ist ja ideal für einen Menschen eben zum Leben. Und ich denke, es könnte damit zu tun haben, aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich überzeugt, dass auch durch das Holz als Baustoff dieser Vorteil eben kommt. Im Vergleich jetzt zu so einem mineralischen oder Gipskartonwänden ist das damit schon besser. Ich habe theoretisch schon eine Übersicht über meine ganzen Kosten, aber gerade wenn man so die Arbeitsstunden reinrechnet, dann könnte man sagen, das Haus ist ja 200.000 Euro wert oder 100.000 Euro wert, wenn man heute wirtschaftlich rechnet mit Stundensätzen, die man heute benötigt, um Unternehmen eben zu versorgen. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon vor 6 Jahren so die ersten Zeichnungen gemacht, dann in der Hochschule und so. Also das kann man jetzt nicht so rein rechnen, aber effektiv so an diesen ganzen massiven Holz, die natürlichen Materialien und so sind sicher 30.000 bis 40.000 Euro an Materialkosten reingeflossen. Man muss halt drüber nachdenken, was verantwortlich ist für uns, für die Gesellschaft und auch für andere Ecken der Erde. Und mir ist halt immer wichtig, dass man da halt nicht nur meckert und nur auf die Straße geht, sondern eben klare Konzepte zeigt und die auch probiert. Und so habe ich lange und ewig damit gehadert, ob ich es wirklich mache. Und dank meiner Eltern auch oder meiner Familie, die nun auch eben Tischler sind, die letztendlich wahrscheinlich auch so diesen Macherinstinkt haben und sagen, na dann probier's doch einfach,
kam es dazu, dass ich es eben tatsächlich gebaut habe. Sonst wäre es wahrscheinlich nie losgegangen. Und das ist eigentlich so eins der schönen Anliegen, die ich dann eben auch habe an die Menschen, die wissen, worauf es ankommt, die wissen, wo sie hinwollen und was sie verändern wollen, dass die das eben auch machen sollen und eben auch wirklich loslegen sollen. Und ich hatte auch viele Nächte, wo ich auch dann, als es hier losging, wo hier Menschen eben das gesehen haben, auch in Zeitungsartikeln und so kam, wo ich dann schon um 4 aufgestanden bin oder so, weil ich vorher noch irgendwelche E-Mails beantworten musste oder mit irgendjemandem noch darüber gesprochen habe. Dann musste ich ja meiner Arbeit ganz normal in unserer Firma nachgehen und dann ging es abends gleich weiter, weil wieder andere Anfragen waren oder so. Und man muss halt Zeit investieren, man muss da auch fleißig sein, aber man muss halt am Ende auch einfach machen, um herauszufinden, ob sich die Idee oder das, was man als Anliegen da rüberbringen will, auch funktioniert. Und so bin ich eigentlich sehr stolz, dass ich es letztendlich dann auch wirklich gestartet habe, die ganze Geschichte mit der Villa Larix eben. Ja, ich habe die besten Nachbarn, die man haben kann. Die sind hier drüben, meckern zwar manchmal, aber insgesamt sind sie sehr nett und legen sich dann abends auch zur Ruhe. Und immer wenn ich wieder heimkomme, tun sie mich einmal meckernd begrüßen. Das klappt also ganz gut. Und hier oben ist jetzt noch von der Toilette die Entlüftung. Also da habe ich einen kleinen Lüfter drin in der Trockentrenntoilette, sodass es da im Haus auch nie riecht, nicht schlecht riecht und es wird einfach hier rausgelüftet. Ich habe halt, eigentlich tue ich halt Naturkosmetik verwenden in der Dusche und da sollte es also auch keine Probleme geben. Es haben zwar viele schon gesagt, ich sollte hier mal irgendwie was hinstellen. Es gibt ja auch so Filtersysteme mit Steinen, aber da habe ich jetzt noch nichts Passendes gefunden. Ich wusste jetzt auch immer nicht, wie lange ich hier stehen darf, ob ich das dann wirklich so mache. Aber so läuft eben das Grauwasser, also Duschwasser oder Küchenwasser, läuft einfach hier runter. Und das sind halt die Schläuche jetzt, einmal Wasserschlauch und einmal der Strom, der hierher kommt. Genau, und die Treppe braucht man einfach nur 2 Schrauben lösen, dann zieht man die ab, kann die theoretisch ins Haus reinlegen und dann fährt man mit dem LKW da runter, hebt das Haus an und fährt es weg. Das ist also dieser große Vorteil. Und dann ist das genauso von der Dimension, dass es auf den deutschen Straßen fahren darf oder auf den europäischen Straßen, sodass man da auch keine Sondererlaubnisse benötigt. Also ich wollte ja immer einen Massivbau machen, weil wir der Meinung sind, dass eben massive Häuser den schönsten Wohnkomfort bieten. Und das kriegt man eben nur hin, wenn man irgendein Fahrgestell hat, wo man viel Masse draufbringen kann. Und so haben wir halt geguckt, was es da gibt. Und eine Wechselbrücke, wie man das also bei LKW oder im Frachtverkehr mit diesen Containern vorfindet, bietet eben den Vorteil, dass man da 16 Tonnen aufladen darf und die dürfen dann auch im Straßenverkehr weltweit eben transportiert werden. Und so habe ich also nicht klassisch so ein Fahrgestell mit Rädern als Unterbau, sondern so einen Wechselrahmen. Und die Räder haben natürlich auch immer so ein bisschen den Nachteil, dass sie ja gelagert sind und haben auch eine Lebensdauer, müssen auch gewartet werden. Und das habe ich natürlich hier nicht. Es ist ein ganz normaler Wechselrahmen mit Füßen, die kann man Höhen verstellen. So kann ich das auch bei jedem Untergrund, auch bei schrägem Untergrund, immer ins Wasser bringen. Und ich kann viel Masse drauf bringen. Und der coole Beieffekt ist halt, dass man wirklich mit einem LKW drunter fahren kann, auch mit einem Traktor drunter fahren kann es also überall hinbringen, sogar auf einen Zug stellen oder sogar auf so ein Hochseeschiff. Und das ist ja auch ein krasser Gedanke, wenn man sich vorstellt, dass man mit so einem Haus auf so ein Hochseeschiff theoretisch um die Welt fahren könnte. Und das ist eben das Praktische, weil dieses Wechselbrückensystem weltweit genormt ist, überall gleich ist. Also ich denke, dass die Tiny House Bewegung einmal aus dem nachhaltigen Aspekt und für unsere Umwelt eine wichtige Bewegung ist und zum anderen auch, dass sie gewertschätzt wird und mehr Öffentlichkeit auf sich zieht als noch vor ein paar Jahren. Gerade vor 6 Jahren habe ich das Gefühl, gab es das in Deutschland überhaupt nicht. Mittlerweile lebe ich wahrscheinlich auch in meiner Tiny House Blase, sodass ich das Gefühl habe, das kommt nur noch. Aber es ist tatsächlich ja so, dass es in Deutschland so die ersten Wohngebiete gibt, die da eingerichtet werden, wo Menschen das testen können. Und insgesamt wollte ich nie, dass meine Villa Larix Tiny House genannt wird, weil ich wollte eben, dass man den Wohnkomfort hat, den man
gewohnt ist, also hochwertig, schönes Wohnklima und so. Es sollte nicht zu eng wirken, wenn man drin ist. So, und das Problem habe ich eben bei vielen Tiny-Häusern oder Campern oder so. Und deswegen wollte ich mich eigentlich davon abgrenzen. Und ich will natürlich auch nicht, dass es nur eine billige Unterkunft ist, weil mein Ziel ist es nicht, dass unsere Gesellschaft später mal in billigen Unterkünften lebt. Ich will eher, dass die Gesellschaft so reich ist, dass sie sich schöne, hochwertige Wohnmöglichkeiten schaffen kann, wo jeder Mensch für sich halt glücklich drin ist. Und wie bei mir ist es jetzt so kubisch, einfach, ohne Rundung, ohne Farben, weil ich das Holz eben so liebe als Tischler. Und so kann ja jeder sein Haus für sich gestalten. Aber insgesamt muss es natürlich verantwortlich sein für die Gesellschaft, für die nächsten Gesellschaften, für die Welt eben auch. Und dahingehend finde ich die Bewegung eben wichtig und auch schön. Und ich probiere halt so meinen Teil mit meinem Konzept dazu beizutragen und finde es eben auch cool, wenn es Menschen einfach beobachten und da Interesse an solchen Wohnsituationen haben.